ich war halt näher dran an Jayden und habe es halt Jayden gegeben und dann hat er gesagt, can I take it? Minus 3 Grad heute hier am BVB-Trainingsgelände, plus 3 Punkte gestern im Heimspiel gegen den FC Augsburg. Und damit herzlich willkommen zu unserem Spieltagsrückblick. Ein Jubiläum, ein Rekord und eine bislang ungeklärte K-Frage. Viel drin heute in unserer Sendung, deswegen starten wir direkt mit den Netradio-Highlights. So wurde bei Nobby und Boris gestern aus einem 0:1 ein 3:1. 21. Minute, Erling Haaland läuft an und schießt ihn gegen die Latte. Boris, ich glaube, ich mache nie wieder an. Mein Gott. Das ist die Frage. Ich glaube, Marco Reus wird ihn vor den Kasten bringen. Ja, Marco Reus auf den ersten Pfosten. Tor! 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 Thomas Delaney in der 26. Spielminute. Ausgleich. Lupfer auf die linke Seite. Da kommt dann Jadon Sancho. Sancho! Tor! Sancho! Tor! 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 63. Minute. Endlich ist die Führung für den BVB da. Und der BVB über die linke Seite, kommt der Ball in den Strafraum und ist drin. Erling Haaland macht es, ein Tor. Er ist nicht aufzuhalten auf der linken Seite, setzt sich gegen einen Abwehrspieler, gegen Guwelev durch und hat Glück, dass da ein Augsburger noch den Fuß dran hat und den Ball über die Linie drückt. Ein in wirklich allen Belangen und Statistiken hochverdienter Sieg für Schwarz-Gelb. Entsprechend zufrieden waren gestern die Stimmen der Jungs nach dem Abpfiff. Wir haben heute ein gutes Spiel gemacht, eine gute Reaktion auch gezeigt. Das Gute war heute, dass wir weiter nach vorne gespielt haben und nicht aufgegeben haben und uns nicht Gedanken gemacht haben, was jetzt gerade da passiert ist. Tonight we had to show the fans that the fighting spirit doesn't stop. Wir haben Druck aufs gegnerische Tor gemacht, haben, wenn wir den Ball verloren haben, direkt nachgesetzt und versucht, den Ball wieder zu erobern. Ich glaube, das ist auch das, was die Leute sehen wollen. Nachdem wir in den Rückstand geraten sind und nachdem wir den Elfmeter verschossen haben, wir haben weiter nach vorne gespielt, auch in der zweiten Halbzeit, und dafür haben wir uns heute belohnt. Today I think everyone showed and believed that we could win today and put off a great performance tonight. Um keine Standardgegentore zu bekommen, ist es auch eine Variante, gar keine Standard zuzulassen. Natürlich ist das nicht immer möglich im Fußball, aber man hat ja heute gesehen, ich glaube, wir hatten eine gegnerische Ecke. I'm just happy that I can contribute in today's win and help the team, and hopefully I can do this every week now. Soweit die Highlights der Interviews gestern. Jetzt gerade habe ich mich noch mit Jubilar und Rekordmann Marco Reus unterhalten. Marco, Mainz, Leverkusen, Gladbach, Augsburg. Zum 4. Mal in Folge seid ihr mit 0:1 in Rückstand geraten. Zum 4. Mal in Folge konntet ihr zurückkommen. Aber zum ersten Mal habt ihr euch auch jetzt mit 3 Punkten belohnt. Wie fällt dein Resümee zum Spielverlauf, zum Ergebnis und auch zur Leistung aus? Man muss natürlich sagen, dass wir uns die letzte Woche natürlich auch anders vorgestellt haben. Wollten da natürlich, weil es vor allem direkte Konkurrenten waren, natürlich punkten. Das haben wir nicht geschafft. Und dann war es jetzt einfach das Ziel, dass wir versuchen wollten, einen Lauf zu starten einfach. Ne? Also weil wir es einfach auch müssen, weil wir da vorne hinwollen. Und von daher war es wichtig, dass wir jetzt gegen Augsburg einen Sieg eingefahren haben, endlich mal wieder. Und ich fand, dass die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben, wie wir verteidigt haben zusammen, dass es völlig in Ordnung war. Und dass wir uns einfach mehr belohnen müssen. Und natürlich nicht immer in den Rückstand geraten, weil das macht es natürlich dann gegen tiefstehende Gegner natürlich nicht einfacher. Und du hast richtig angesprochen, dass wir jetzt zum 4. Mal, glaube ich, hintereinander 0:1 in den Rückstand geraten sind. Und wir haben jedes Mal die Qualität gehabt, wieder zurückzukommen. Nur leider haben wir zu wenig aus der Qualität dann oder nachdem wir zurückgekommen sind, aus dem Spiel gemacht. Gestern war es wieder so, wie wir uns das vorgestellt haben. Und das muss natürlich das Ziel sein. Für dich war es gestern das 200. Bundesligaspiel im BVB-Trikot und in deinem Jubiläumsspiel hast du deinen insgesamt 87. Assist gegeben. Und damit bist du jetzt seit Datenerfassung der erfolgreichste Torvorlagengeber bei Borussia Dortmund. Was bedeuten dir beide Zahlen? Ja, jede Menge natürlich.
Ich glaube, es wären einige mehr in meiner Karriere schon gewesen. Aber ich bin natürlich sehr, sehr stolz und freue mich, dass ich diese Zahlen erreicht habe. Und ich hoffe, es kommen noch einige dazu. Also ich fühle mich gut und fühle mich in der Lage, der Mannschaft weiter zu helfen. Und wollen wir mal gucken, was die Zukunft bringt. Die Frage nach deinem schönsten Tor, die ist dir oft gestellt worden. Aus gegebenem Anlass müssen wir dich ja jetzt fragen, kannst du dich vielleicht an deine schönste Torvorlage oder ein paar schöne Torvorlagen erinnern? Gegen, ich weiß nicht wann das war, 2015 oder so, gegen Mainz auf Ober. Daran kann ich mich erinnern. Oder gegen Malaga im Champions League Rückspiel. Oder auch gegen Gladbach, auch auf Ober, glaube ich, wo wir auch Heimspiel hatten. Das sind so, glaube ich, die jetzt vielleicht on top sind, sage ich mal, was die Assists betreffen, ja. Na, könnt ihr euch an die von Marco erwähnten Torvorlagen erinnern? Falls nicht, kein Problem. Wir haben diese 3 Assists und noch einige mehr ans Ende der Sendung als kleinen Rausschmeißer für euch zusammengeschnitten. Und dann war da ja noch die Kapitänsbinde am Arm von Jadon Sancho, die vor allem in den sozialen Medien für reichlich Erheiterung gesorgt hat. Wir haben gestern, aber auch heute noch natürlich nachgefragt, wie es zu dieser spontanen Premiere gekommen ist. Nach ein paar Minuten, als Jadon da hinten war, habe ich plötzlich gesehen, dass er die Kapitänsbinde trägt. Aber ja, ich freue mich sehr für ihn. Hat sich heute, glaube ich, auch verdient mit der Leistung, die er gezeigt hat. Ich war halt näher dran an Jadon und habe es halt Jadon gegeben. Und dann hat er gesagt, can I take it? Und dann sage ich, ja, aber gib zu Mats. Dann habe ich es gar nicht erstmal mitbekommen, bis wir auf der Bank dann, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, uns zum ersten Mal darauf aufmerksam gemacht hat. Und für den Jungen war es, denke ich, eine Ehre. Also so kam er auf jeden Fall dann in die Kabine rein, sehr stolz. Und ja, es ist alles in Ordnung, es ist kein Problem. Hätten wir die K-Frage also auch noch gelöst und machen auf das Spiel gegen den FC Augsburg den Deckel drauf. Der Blick, der geht ja auch schon nach vorne. Dienstag das Pokalspiel gegen Paderborn und am Wochenende geht es dann in den Breisgau nach Freiburg. Hoffen wir also auf eine erfolgreiche Woche, bleibt gesund und jetzt noch viel Spaß mit einem kleinen Best-of der Torvorlagen von Marco Reus.